Die rote Karte Teil 1. Maria. Maria ist 22 Jahre alt. Sie ist Krankenpflegerin. Sie arbeitet in einem großen Krankenhaus. Sie hat pro Woche 40 Stunden Arbeit. Ich arbeite gern, sagt Maria. Ihr Kollege heißt Tom. Tom ist auch Krankenpfleger. Er arbeitet von 6 bis 15 Uhr. Das ist sehr früh, sagt Maria. Ich arbeite meistens am Nachmittag. Tom fährt 68.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto. Das ist wirklich viel, findet Maria. Teil 2. Marias Traum. Maria hat einen Traum. Sie möchte Architektin werden. Ich möchte Häuser bauen, sagt sie. Aber sie hat keine Zeit. Sie arbeitet zu viel. Sie ist immer müde. Teil 3. Ein neuer Patient. Eines Tages kommt ein neuer Patient. Er heißt Herr Weber. Herr Weber ist Architekt. Maria ist sehr froh. Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Arbeit, sagt Maria. Herr Weber lacht. Ich habe viele Krankenhäuser gebaut, sagt er. Wirklich? Fragt Maria. Ja, sagt Herr Weber. Aber jetzt liege ich selbst im Krankenhaus. Er hat starke Schmerzen im Rücken. Keine Sorge, sagt Maria. Wir helfen Ihnen. Teil 4. Maria besucht Herrn Weber. Maria besucht Herrn Weber jeden Tag. Sie bringt ihm Medikamente. Sie wartet vor seinem Zimmer. Sie spricht mit ihm über Architektur. Sie haben ein großes Talent, sagt Herr Weber. Sie müssen studieren. Ich glaube an Sie, sagt er. Maria ist sehr glücklich, aber sie ist auch traurig. Ich habe keine Zeit, sagt sie. Teil 5. Der Notfall. Am nächsten Tag hat Maria frei. Sie ist zu Hause. Sie möchte lernen. Sie macht eine Lernkarte. Sie notiert alle Informationen. Sie unterstreicht die Pluralformen. Das ist gut, denkt sie. Dann kommt ein Anruf. Maria, bitte kommen Sie sofort. Maria ist wütend. Ich habe doch frei, ruft sie. Aber sie geht ins Krankenhaus. Teil 6. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus ist alles chaotisch. Viele Patienten warten. Es gibt nicht genug Platz. Wir haben Platz für 1250 Patienten, sagt Tom. Aber heute sind es mehr. Maria arbeitet 12 Stunden ohne Pause. Sie ist total erschöpft. Ich kann nicht mehr, flüstert sie. Teil 7. Der Streit mit dem Chef. Am nächsten Tag spricht Maria mit ihrem Chef. Ich hatte frei, sagt sie. Aber Sie haben mich gerufen. Das geht nicht. Der Chef ist nicht einverstanden. Die Patienten brauchen dich, sagt er. Das ist nicht mein Problem, sagt Maria. Dann geht sie weg. Teil 8. Die Freundin. Maria ruft ihre beste Freundin Lena an. Lena ist Friseurin. Sie arbeitet in einem kleinen Salon. Was ist los? Fragt Lena. Ich habe Probleme mit meinem Chef, sagt Maria. Er versteht mich nicht. Das ist typisch, sagt Lena. Männer verstehen nichts. Sie lachen zusammen. Aber Maria ist nicht glücklich. Teil 11. Das Studium. Maria schreibt sich an der Universität ein. Sie studiert Architektur. Sie ist 23 Jahre alt. Das ist spät, sagt sie. Aber es ist nie zu spät. Sie besucht Seminare und Kurse. Der Professor sagt, nennen Sie alle Zahlen ab 20. Maria notiert alle Zahlen. 100 und 100, schreibt sie. Sie präsentiert ihre Arbeit vor der Klasse. Das ist gut, sagt der Professor. Teil 12. Der Brief. Ein Jahr später besucht Maria das Krankenhaus. Sie möchte Herrn Weber besuchen, aber sein Zimmer ist leer. Wo ist Herr Weber? Fragt sie. Er ist letzte Woche gestorben, sagt Tom. Maria weint. Dann gibt Tom ihr einen Brief. Herr Weber hat das für dich hinterlassen, sagt er. Maria öffnet den Brief. Darin steht: Liebe Maria, ich wusste, dass du es schaffst. Bau ein schönes Krankenhaus für mich. Dein Herr Weber. Maria weint wieder, aber diesmal vor Glück. Teil 13. Das Ende. Heute ist Maria eine erfolgreiche Architektin.
Sie hat ein eigenes Start-up gegründet. Sie hat ein Krankenhaus gebaut. Es ist groß und hell. »Das ist für dich, Herr Weber«, flüstert sie. Sie trifft sich noch immer mit Lena. Sie lachen zusammen und essen Käsebrot. »Freundschaft ist wichtig«, sagt Maria. »Wir müssen in Kontakt bleiben.« Maria denkt an die schwere Zeit zurück. »Die Arbeit im Krankenhaus war hart«, sagt sie, »aber sie hat mich stark gemacht. Ohne diese Erfahrung wäre ich nicht hier.« Sie lächelt und geht nach Hause.